Wir werden allerdings mit einer Meditation, einer kurzen Meditation beginnen. Stellt euch also schon mal drauf ein. Wir werden die Gebete singen. Palden sawe lama rinpoche dange chiwon penden den shula kaden shembun gonen jesunte Gosong toging edom salduse Sangye chedan sangin chonamla chanjom bandu dani kyapsunji dagin jinson chimpesenamji Jolam penchia sangye Drompai jo sem chantam jandeva nandeve junandam panchunjik Dunan dan dunan jin junanda panchunjik Dona memben deva damba damendava junji Neden chandan nidanda vetanam chembola nemban junji Tiefes Einatmen, tiefes Ausatmen und dann lassen wir den Atem seinen natürlichen Rhythmus finden, das, was der Körper gerade so braucht. Und vielleicht kann ich euch als besondere Sammlungsmeditation vorschlagen, euch direkt in diesem Gefühl zu sammeln, niemand meditiert.
Also wir hatten gerade ein Treffen mit den Multiplikatoren und die hatten sich schon die Tage über an der Frage der Wiedergeburt ausgetobt und hier gab es ja auch schon mal Anfragen in die Richtung und tatsächlich habe ich zwar über diese wirkenden Kräfte gesprochen, also das Gewirkte und wie wir zukünftige Wirkungen, also Wirkungen jetzt setzen, die in die Zukunft hineinwirken. Wir hatten über den Daseinskreislauf gesprochen, aber was denn diesen Kreislauf ausmacht, was denn da weiter wandert von einem Leben ins nächste, darüber hatte ich ja noch nicht gesprochen. Ne? Das schieben wir jetzt ein. Und ist für mich ein bisschen blöd, so, weil, um da richtig gut drüber zu sprechen, wäre es toll, so hellsichtig zu sein. Ja? Also den Kreislauf wirklich überschauen zu können und zu sehen, daher gekommen, jetzt so dahingehend, ja, so, oder einige Leben schon begleitet zu haben und zu sehen, so wurde dieses Leben gelebt und nach dem Verlassen dieses Körpers ging es dort weiter. Ja, und so diese Sicherheit haben zu können. Aber da ich mitbekommen habe, dass ohnehin so viel darüber spekuliert wird und so viele Meinungen im Umlauf sind, habe ich mir gedacht, es ist besser, instruierte Meinungen zu haben, als so viele Mutmaßungen, wo man könnte eigentlich schon ein bisschen besser, ein bisschen näher dran sein an dem, wie es vermutlich ist. Das ist also jetzt für mich ein schwieriges Thema, was nicht auf dem Plan war nicht auf der Speisekarte, aber wir haben die Zeit dafür. Ne? Und natürlich habe ich mich ein Praxisleben lang damit auch innerlich so befasst, bin damit unterwegs, war auch schon mal versucht, ein Buch drüber zu schreiben, die Zuckungen gab es auch schon, ja, und wieder sein gelassen. Aber so die Essenz von dem, was ich verstanden habe, gebe ich euch gerne weiter. So, das ist so, was ich euch anbieten kann, und ob es wirklich verstanden ist, ja, also können wir ja dann sehen, wenn wir das mit anderen besprechen können. Gehen wir doch mal so von einfachen, klaren Aussagen aus. Es gibt gar keinen Tod. Okay? Den Pfeiler könnt ihr schon mal einrammen. So. Ja? Das, was wir Tod nennen, ist nur ein Übergang, dem wir diesen Namen geben. Ja? Das ist einfach innerhalb dieser ständigen Übergänge, die wir Leben nennen, die wir Bewusstseinsstrom nennen, ist das Eintreten und das Verlassen dieses Körpers, also Empfängnis und dann geboren werden und Tod, das sind Momente, die wir herausgreifen, die wir aus Dharma-Sicht in diesem Kreislauf bedingten Entstehens für nicht so relevant halten. Ja? Obwohl es genau das ist und das Einzige ist, was wir jetzt gerade haben. Das ist auch klar. Ja? Jetzt gerade in diesem Körper so. Und er ist tatsächlich, das ist begrenzt, dieses Leben ist begrenzt durch das Eintreten in dieses Leben und das Austreten aus diesem Körper, Ende dieses Lebens, wo es dann offenbar anders weitergeht. Okay. Das erste wichtige Verständnis, was wir entwickeln sollten, wäre es, wie kommt es überhaupt, dass eine Kontinuität durch den Schlaf hindurch gegeben ist? Schlaf inklusive Träumen, Tiefschlaf, durch komatöse Zustände hindurch, Out-of-Body-Experiences,
Ja, also außerhalb des Körpers zu sein, wo Menschen auch Nahtoderfahrung hatten, doch irgendwie zurück. Da ist überall eine erstaunliche Kontinuität. Ja, ist erstaunlich. Denn zwischendurch sind wir uns nicht bewusst. Wir kriegen nicht mit, was im Tiefschlaf passiert. So, das ist mal, wir sollten uns schon mal über dieses Wunder klar werden, dass Tiefschlaf und Bewusstlosigkeit dann wieder gefolgt sind von Bewusstheit. Wow. Das ist schon enorm. Ja? Das ist wirklich. Und was auch enorm ist, dass nach diesen Abwesenheiten, wo wir kein fassbares Bewusstsein haben, dass wir ziemlich genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Also bis hin zu mit den Sorgen aufwachen, genau mit den Gedanken, mit denen wir eingeschlafen sind. Ja, also geht so weit. Oder dass, wenn wir Zeitlücken haben, wir einfach dort weitermachen, ja, wo wir aufgehört haben. Oder aber gibt es auch, dass wir so rausfallen aus dem Kontext, dass wir morgens beim Aufwachen oder beim Zurückkommen von der OP oder von der Bewusstlosigkeit totale Mühe haben, uns zu orientieren. Das gibt's auch. Ja, also Kontinuität, selbst in der Identität und Diskontinuität, aber nicht völlige, weil das Bewusstsein geht ja weiter, nur hat dieses jetzt wieder wach werdende Bewusstsein Mühe, sich zu orientieren. Okay? Und jetzt müsst ihr mir ein bisschen vertrauen, hier darf ich noch aus Erfahrung sprechen. Es gibt die Möglichkeit, im Tiefschlaf bewusst zu sein und beim Träumen bewusst zu sein. Es gibt die Möglichkeit, eine kontinuierliche Bewusstheit zu erfahren durch den Schlaf hindurch, im Tiefschlaf und im Träumen. Also mir ist es noch nie gelungen, die ganze Nacht so bewusst zu sein, aber ich kenne Tiefschlafbewusstheit, klares Licht nennt man das, erhellende Klarheit und natürlich Bewusstheit, volle Bewusstheit im Träumen, luzides Träumen mit der Fähigkeit, auch dort den Dharma zu praktizieren. Das gibt es und da gibt es viele Praktizierende, die das kennen. Okay? Und es gibt tatsächlich auch Menschen, ganz normale Menschen, die bei OPs, wo sie narkotisiert waren, trotz der Anästhesie alles mitgekriegt haben, was gesprochen wurde, alles gesehen haben, auch die üblen Scherze der Chirurgen mitgekriegt haben und ihnen das auf den Kopf zusagen können, was sie da für Scherze gemacht haben. Ja? Es gibt so viele dieser Ereignisse, dass ich habe den Namen jetzt vergessen, ich bin einem Chirurgen begegnet, dem das so oft erzählt wurde, dass er anfing, systematisch dazu zu forschen, diese Geschichten aufzuschreiben. Also wo das Hirn so weit flachgelegt wurde, dass es eigentlich weniger bewusst war, weniger erleben sollte, als wir im Tiefschlaf. Wenn wir im Tiefschlaf gekitzelt werden, werden wir wach. Ne? Ist besser, man operiert uns nicht im Tiefschlaf. Ne? Ist nicht tief genug, die Narkose. Okay? Deswegen noch tiefer als das und trotzdem durchgehende Bewusstheit. Gibt es. Okay? Schon mal dieses Phänomen der durchgehenden Bewusstheit, auch wenn der Körper keinerlei Sinneserfahrung mehr hat. Ja? Das ist Tiefschlaf. Tiefschlaf hören wir nicht, fühlen wir nicht, sehen wir nicht. Ja? Wir denken auch nichts. Auch die Bewusstheit im Tiefschlaf ist eine Bewusstheit, ohne dass Denken stattfindet. Das ist wichtig. Ja? Wichtig zu wissen. Das ist eine Form des Bewusstseins, wo nicht gedacht wird und wo der Körper nicht gefühlt wird, wo kein Außenkontakt stattfindet. Das ist ganz wesentlich, um den Prozess des Sterbens dann zu verstehen. Das heißt, das sind direkte Erfahrungen, mannigfache Erfahrungen
von Menschen, die eine Bewusstheit erleben, ohne dass der Körper aktiv ist. Und dann gibt es Erfahrungen, da kann ich nur so ein ganz klein bisschen mitreden, aber es gibt Erfahrungen, auch die westliche Praktizierende gemacht haben, dass sie zum Beispiel im Traum-Yoga den Körper gezielt verlassen konnten oder können und gezielt auf Wanderschaft gehen können. Was im nächsten Raum passiert, was außerhalb des Hauses passiert, was in den angrenzenden Bereichen passiert. Und Genro Rinpoche sprach dafür, ja, diese Kapazität, die entwickelt sich und tatsächlich wie viele 100 Meter, wie viele Kilometer man sich von seinem Körper entfernen kann, um mitzukriegen, was woanders läuft, das ist ein Zeichen stärker werdender Praxis. Ja, also die Fähigkeit wahrzunehmen, zu hören, zu sehen, mitzukriegen, was anderswo stattfindet, während der Körper zu Hause im Bett liegt. Okay? Das gibt es. Das sind auch vielfach gemachte yogische Erfahrungen. Sehr wichtig für uns, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass Bewusstheit funktioniert, ohne an diesen Körper gebunden zu sein. Es ist zum Beispiel unerklärlich, wieso Patienten bei einer OP die OP von oben sehen. Die Augen sind nicht nach oben gebracht worden. Es gibt eine geistige Funktion, außerhalb des Körpers zu sein. Trotzdem ist man ja noch identifiziert mit diesem Körper und bleibt in der Situation, man geht nicht weg und sieht die ganze Situation von oben und hört, während der Hörsinn, also das Bewusstsein, das hören könnte, im Körper flachgelegt ist. Man hört mit einem Hörsinn, der nicht im Körper lokalisiert ist. Okay? Manche Operierte haben sogar Kopfhörer auf und so, könnten das eigentlich gar nicht hören, aber sie sind außerhalb. Okay? Das sind wichtige, wegweisende Erfahrungen, um zu einem Verständnis zu kommen, aufgrund der in diesem Leben gemachten Erfahrung, dass unser Geistesstrom nicht an diesen Körper gebunden ist. Die Erklärung dahinter, die ich dazu bekommen habe, die man auch nachlesen kann, ist, dass der Geistesstrom, der diese Fähigkeiten hat, sich den Körper schafft. Also dass nicht die Sinne das Bewusstsein erzeugen, sondern dass das Bewusstsein die Sinne erzeugt. Das ist die Umkehrung des normalen Glaubenssystems, was wir im Westen so haben, dass wir denken, der Körper würde das Bewusstsein hervorbringen. Die Dharma-Lehren sind genau umgekehrt. Das Bewusstsein bringt den Körper hervor. Okay, ist wichtig, um weiter folgen zu können. Was jetzt im Sterbeprozess offenbar passiert, und das kann man zum Teil als Yogin noch nachvollziehen, es gibt da eine Serie, das werde ich jetzt nicht alles durchgehen, aber es gibt Auflösungsprozesse, wo sich die äußeren Sinne ineinander auflösen, die Elemente ineinander auflösen und es dann zu einer Reihe von 4 subtilen Auflösungsprozessen kommt, die von der weißen zur roten, zur schwarzen Erfahrung, so nennt man das, und dann hinüber ins klare Licht. Und diese Prozesse, diese Auflösungsprozesse, die können Yogis und Yoginis bereits im Schlaf, im Einschlafen, können sie mitkriegen, dass das in abgeschwächter Form jedes Mal beim Einschlafen stattfindet. Und sehr geübte Praktizierenden kriegen nicht nur diese Phasen mit, sondern können sogar länger auf diesen Stufen verweilen. Die werden sehr exakt beschrieben und die finden in umgekehrter Reihenfolge beim Aufwachen wieder statt. Ich habe es beim Aufwachen
nie erlebt. Ich habe es nur beim Einschlafen erlebt. Ja? Das ist uns nur möglich, wenn wir den ganzen Tag in Meditation verbringen und das monatelang und möglichst in nicht begrifflicher Meditation, damit wir voll in unserer inneren Klarheit sind. Ja, dass diese Klarheit so fein ist und so subtile Erfahrung mitkriegt, dass wir diesen Prozess, der eigentlich blitzschnell abläuft, dass wir den bewusst mitbekommen und dass er auch mal langsamer abläuft. Okay, so weit können wir gehen, da finden auch Nahtoderfahrungen statt in diesen weißen, roten und dunklen Phasen. Das sind, man kann die verschiedenen Beschreibungen diesen Phasen zum Teil zuordnen. Da gibt es auch schon die Möglichkeit in diesen Phasen der Auflösung, dass so der Lebensfilm sich abspult und so, das alles wird schon beschrieben in den alten yogischen Berichten, nicht nur aus der buddhistischen Tradition, aber vor allen Dingen. Und bis dahin können wir gehen mit unserem Erahnen, was es mit dem Geist auf sich hat. Also wir kriegen es mit, wir können es in diesem Leben schaffen, mitzubekommen, dass das, was wir das geistige Kontinuum mal nennen, diesen Geistesstrom, dass der nicht wirklich an den Körper gebunden ist, dass er außerhalb des Körpers auch wahrnehmen kann, dass er in Zuständen der vermeintlichen Bewusstlosigkeit in einer völligen inneren Klarheit verweilt. Ja, das können wir im Tiefschlaf mitbekommen. Und wir bekommen mit, dass sobald es zu einem dualistischen Greifen kommt, zu einer Subjekt-Objekt-Positionierung, dass da das normale Traumgeschehen anfängt, was sich sofort wieder auflöst, sobald eine Bewusstheit der geistigen Natur dieser Projektionen einsetzt. Traumgeschehen ist nicht zwangsweise, sondern kann sich kurz mal zeigen, wenn Muster aktiv werden und fällt sofort in sich zusammen, wenn es durchschaut wird. Auch das kriegen wir mit. Das sind alles Erfahrungen, die in uns eine Gewissheit, eine an Gewissheit grenzende Überzeugung hinterlassen, dass Geist und Körper doch nicht zusammengehören, also nicht wirklich voneinander abhängig sind, dass Bewusstheit unabhängig vom Körper stattfinden kann und dass innerhalb dieser Bewusstheit die Dynamiken dieselben sind, wie wir sie beim Träumen erleben. Ja, das ist, was sich da zeigt. So wie wir tagsüber, allerdings dann beeinflusst durch die Sinneserfahrung, immer wieder unsere eigenen Interpretationen, inneren Bilder und so weiter anhängen, aber wie stark wir im gestaltenden Prozess sind, das kriegen wir tagsüber kaum mit, es sei denn, wir meditieren viel und dann merken wir, dass während der Meditation dieselben gestaltenden Prozesse ablaufen, dass wir unglaubliche Filme haben können und alles sehr wirklich erscheint und. Ja? Wir werden sehr vertraut mit diesem Geschehen. Und aus Sicht derer, die diese Übergänge beschreiben können und offenbar gemeistert haben, weil sie dann sogar den weiteren Prozess total lenken können, um gezielt Wiedergeburt anzunehmen, diese Menschen sind für uns die verlässlichsten Informanten darüber, wie dieser Prozess komplett abläuft, wenn sich dann der Geistesstrom definitiv vom Körper löst und nicht nur vorübergehend, wie im Koma oder im Tiefschlaf eine relative kleine Lösung, sondern wenn tatsächlich die Auflösung so weit geht, dass die Verbindung zwischen diesem Geistesstrom und diesem Körper sich wie so löst und der Geistesstrom geht in seinem Erleben weiter, während Körper dann nur noch unbelebte Materie ist, also unbelebt im Sinne von, wird von den Mikroben übernommen. Ja? Ist schon sehr belebt, ja? Ist richtig viel los, aber nicht mehr wie vorher. Kann nicht mehr aufstehen und Dummheiten machen, geht nicht mehr. Ja? Bleibt liegen und zerfällt.
Das Leben geht weiter, aber auf andere Weise, ist nicht mehr animiert. Der Körper dient nicht mehr als Zuhause für einen gestaltenden Geist, der damit alles Mögliche machen kann. Okay. Was den Körper angeht, wissen wir Bescheid, das können wir beobachten. Was den Geistesstrom angeht, scheint dieser Moment, wo sich das löst, ja, dieser Moment, wo sich wieder, man kann da so symbolisch von einem Faden sprechen, als ob es noch so eine subtile energetische Verbindung, ja, anstatt wäre das ist Prana, das sind noch Energien, die zwischen Körper und Geist aktiv sind. Wenn sich diese pranische Verbindung, diese energetische Verbindung, wenn die sich löst und dann abbricht, in diesem Moment werden die meisten Menschen bewusstlos, richtig bewusstlos. Es ist so, dass totale Schwärze auftaucht. Aber für Yogis, die das schon im Tiefschlaf gemeistert haben, die im Tiefschlaf bewusst bleiben und das regelmäßig, die also immer wieder ins klare Licht eintauchen, in diese erhellende Klarheit der Grundnatur unseres Seins, diese non-duale Grunddimension des Seins, diese Menschen können offenbar in diesem Übergang weiterhin bewusst bleiben, erleben eine ununterbrochene Bewusstheit und beschreiben das als ein Eintreten in das, was wir normalerweise den erwachten Geisteszustand nennen. Ja, wir nennen das den Dharmakaya. Das ist ein Durchgang durch einen völlig offenen, non-dualen Geisteszustand, in dem Normalmensch, der ist ja nicht vertraut mit. Genauso wie sie es im normalen Leben, im Alltagsleben nicht mitbekommen haben, weder beim Einschlafen noch in anderen Situationen, dass da diese helle, klare Öffnung geschieht, genauso wenig bekommen sie es im Tod mit. Aber andere können bewusst bleiben und erleben dann so ähnlich wie beim Aufwachen am nächsten Morgen oder wie beim Eintreten in den Traumzustand, erleben sie, wie nach dieser Phase großer Offenheit, ohne irgendein Denken, ohne irgendeine Geistesbewegung, außer dieser erhellenden, vibrierenden Klarheit, erleben sie, wie der Geist allmählich aktiver wird und versucht, sich zu orientieren. Zuerst kommt es zu einem Wachwerden der verschiedenen Sinne, ja? Hörempfindungen, Sehempfindungen und allmählich begriffliche Formation, geistige Impulse mit dem Bemühen, sich zu orientieren und was sich für den Normalmenschen so anbietet, ist, möglichst schnell wieder zurückzuschlüpfen in die alte Identität. Das ist ja das Naheliegendste. Bloß klappt da irgendwas nicht mehr so gut. Ja? Die anderen nehmen uns nicht wahr und wir kriegen den Körper nicht bewegt, wir können auch nicht reinschlüpfen in den Körper. Irgendwie, wir denken, wir hätten den Körper, weil wir projizieren in dem Moment eine eigene Erscheinung, so wie als hätten wir einen verkörperten Traum. Wir fühlen uns, als hätten wir den Körper, den wir gerade noch hatten, aber niemand reagiert auf uns, niemand antwortet uns, die scheinen durch uns hindurchzuschauen. Ja? So. Das ist, was im Normalfall passiert, dass wir in die vertraute Identität zurückschlüpfen und sehr genervt sind über das, was wir dann sehen, was mit unserem liegen gebliebenen Körper passiert und wie die sich schon über das Erbe unterhalten und wie sich die Kinder streiten oder wie sie weinen und so weiter. Ja, wir kriegen das alles mit. Es sei denn, wir sind vorbereitet und wissen, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich jenseits. Und das wäre auch die erste Aufgabe, die wir als Zurückgebliebene hätten, den Verstorbenen zu sagen, du, übrigens, wir können dich nicht mehr sehen, du bist jetzt wirklich jenseits, du bist gestorben. Also du hast deinen Körper verlassen, aber es geht weiter. Und jetzt ist deine wichtigste Aufgabe, alles, was du erlebst, als die Projektion deines eigenen Geistes zu durchschauen.
Und dann, ja, dann geht die Reise weiter und mit der Zeit wird die Identifikation mit dem, was wir zurückgelassen haben, wird geringer. Die jetzt durch unser Gesamtkarma, was in der Existenz, die wir zurückgelassen haben, konnte nur das an Wirkkräften sich zeigen, was in dem Leben Platz hatte. Aber wenn wir jetzt nicht mehr an diesen Körper gebunden sind, dann können sich noch viel mehr Wirkkräfte zeigen, die noch von weiter zurückstammen. Wir sind zum Beispiel nicht mehr daran gebunden, männliche oder weibliche Vorleben zu haben. Es gibt alles Mögliche. Wir sind nicht an ethnische Prägungen mehr gebunden. Wir sind nicht, all das fällt weg. Wir haben die Gesamtsumme aller Wirkkräfte, die in unserem Geistesstrom unaufgelöst sind, die können jetzt zur Wirkung kommen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, das alles zu durchschauen, so wie bei den Träumen in unserem Menschenleben. Und wer sich in diesem Geschehen nicht von diesen Wirkkräften beeinflussen lässt, also keine Ösen anbietet, ja, wo die Haken so einhaken können, sondern frei bleibt, diese Menschen können natürlich dann Impulse setzen in dieses Geschehen hinein, also diese ehemaligen Menschen, ja, diese Geistesströme, und können sich zum Beispiel daran erinnern, es geht in die Liebe, es geht ins Vertrauen, es geht in das, was wir Zuflucht nennen, es geht in den offenen Geisteszustand und sich zum Beispiel an Amitabha wenden oder wo auch immer wir Lichtwesen haben, die uns inspirieren. Wir können uns an diese erleuchtete Präsenz, an die können wir uns erinnern und uns ausrichten und dadurch gewinnen wir an einer Stabilität, weil unser Geistesstrom eine Ausrichtung hat. Eine Ausrichtung in Richtung Erwachen oder Zusammensein mit den Erwachten, von ihnen lernen und. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Der normale Geistesstrom wird aber so durcheinander geschüttelt und sucht schleunigst nach einem Anker, schleunigst nach einer Stabilisierung. Und dieser Wunsch nach erneuter Stabilisierung führt dann dazu, dass wir irgendwo nach einer Verkörperung suchen, nach einer Existenz, in der wir uns wieder klar identifizieren können, als jemand. Weil hier in diesem Traumgeschehen, das, was da passiert, sind wir ein nicht besonders gut definierter jemand. Wir sind da ein Geistesstrom mit Tendenzen wie von vorher, aber ohne unseren Körper, und der wechselt auch ständig. Wir haben keinen klaren Bezugsrahmen und wir möchten wieder Stabilität. Es geht einfach viel zu rasant. Es geht so rasant ab wie in einem Traum. Okay, und das ist schnell. Träume sind verflixt schnell, ja? Und verflixt intensiv. Also so schnell geht das da ab und der Wunsch nach Stabilität ist sehr verständlich und bewirkt, dass dieser Geistesstrom sucht nach einer Möglichkeit. Und da bereitet sich der Übergang ins nächste Sein, ins nächste stärker verkörperte, etwas stabilere Sein, bereitet sich davor. Ja? Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht drüber zu sprechen, weil es gibt da sehr viele Möglichkeiten, wie das dann ausschauen könnte. Im besten Fall kommen wir wieder als Menschen, ja, sind angezogen von einem Paar, was sich vereinigt, oder von einer In-vitro-Empfängnis. Ist auch cool. Erstmal keine Komplikationen. Ist sehr cool. Ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten, allein schon was das Menschwerden angeht. Und im besten Fall Mensch in günstigen Bedingungen. Im ungünstigsten Fall sind wir so impulsiv auf der Suche nach Stabilität und Sicherheit, dass wir
irgendwo landen, was gar nicht so hilfreich sein kann, um die Dharma-Praxis fortzusetzen, weil wir in Bedingungen landen, die ja, sehr stark von Hunger und Durst geprägt sind, von Streit, von einengenden Glaubenssätzen und so weiter. Also diesen Übergang gut hinzubekommen, braucht eine gewisse Entspannung. Es findet keine Wahl statt, so im Normalfall, weil die meisten Geistesströme sind nicht entspannt genug, um eine entspannte Wahl vornehmen zu können. Sie greifen nach der erstbesten Gelegenheit wie nach einem rettenden Strohhalm. So. Das ist die klassische Beschreibung. Und ihr merkt, im ersten Bereich konnte ich noch aus der Erfahrung sprechen und dann ist es zwar alles total nachvollziehbar, aber da stütze ich mich dann auf die vielen Erfahrungsberichte von Praktizierenden, die einen kompletten Rückblick haben, wenn sie in diesem Leben dann geboren werden und sich an all das zurückerinnern können, was eine große Seltenheit ist, weil Empfängnis und dann Geburt machen das Zurückerinnern sehr, sehr schwierig. Ja? Aber es gibt solche. Es gibt solche, die das können. Ja? Und die dann auch noch so ein konkretes Gedächtnis haben, dass sie Menschen aus ihrem früheren Leben identifizieren können, also mit Namen ansprechen können, wenn es zu Begegnungen kommt und so und ganz konkret Situationen beschreiben können, die an bestimmten Orten stattgefunden haben und so. Das alles gibt es. Und auf solche Praktizierende verlassen wir uns, was vertrauensvoll, das müsst ihr müsst nicht daran glauben, aber ich gebe euch das weiter, weil das natürlich, diese Menschen, die uns davon erzählen, haben keinen Grund, uns anzulügen. Wir haben keinen Grund, irgendwas zu erfinden. Wenn die uns darüber sprechen, dann wollen die eigentlich nur, dass wir das auch besser hinkriegen. Ja? Also dass wir da ein bisschen geschickter mit diesen Übergängen umgehen und dass wir realisieren, dass es da gar keinen Tod gibt, sondern dass es nur Kontinuität des Erlebens gibt unter sehr verschiedenen Umständen. Dieser Umstand jetzt, dann der Bardo des Werdens, danach, in dem das ist der normale Bardo, in dem all diese Erscheinungen auftauchen, ist ein sehr anderer Umstand und dann der Bardo der Geburt, also des Geborenwerdens, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Also da möchten sie eigentlich, dass wir da besser durchkommen oder dass wir die anderen Optionen nutzen, die wir auch haben, dass wir gar nicht unbedingt als Menschen zurückkehren müssen, dass wir auch in reine Bereiche gehen können, ohne eine Verkörperung aus Fleisch und Blut, mit Knochen und so weiter, sondern mit Lichtkörpern unterwegs sind. Es gibt da eine Menge Möglichkeiten. Aber ich wollte euch einfach erstmal so diesen Prozess beschreiben. Und wenn ihr euch jetzt, und das ist eine der häufigen Fragen, wenn ihr euch fragt, ja, wie ist denn das mit dieser Kontinuität der Bewusstheit? Da ziehe ich beim Erklären, es vor, nicht diesen Art Abhidharma-Erklärung zu geben, wo sozusagen ein Moment den nächsten ergibt und die Kräfte, die in diesem Moment wirksam sind, den nächsten Moment wie erzeugen, sondern ich hole euch direkt da ab, wo ihr schon längst verstanden habt, dass es überhaupt keine Momente gibt. Es gibt keine abgegrenzten Zeiteinheiten. Das gaukelt uns nur die Uhr vor, sondern es gibt ein kontinuierliches Jetzt. Und wir sind in diesem kontinuierlichen Jetzt, in dem immer neuen Jetzt sind wir unterwegs. Und jetzt, während wir hier sitzen, jetzt gerade,
ist auf subtile Weise die Summe all unserer früheren Erfahrungen. Ich greife mal so nach hinten, als ob der Zeitstrom von hinten kommen würde. Ja? Die Fortsetzung unserer, all dessen, was wir gedacht haben, gefühlt haben, gewirkt haben in diesem Leben, das alles ist in sehr kompakter Form und sehr subtil jetzt gerade aktiv. Und aus dem, was wir jetzt gerade noch dem beisteuern, zusammen mit all dem, was schon gewirkt ist, gestaltet sich das fortlaufende Jetzt. Ja, also das neue Jetzt ist immer eine modulierte Fortsetzung der Kräfte, die ohnehin schon in uns wirken. Und wie wir das modulieren, das ist unsere Gestaltungsmöglichkeit. Ja? Das ist da, wo unsere Praxis reinkommt, wo unsere Absichten, das Ausrichten des großen Containerschiffs, ja, wo das alles eine Rolle spielt, oder auch mal die Vollbremsung. Ja? Also je nachdem, wie wir unterwegs sind, gestalten wir, aber es ist alles jetzt da. Karma ist nicht irgendwo geparkt, ja, und wirkt jetzt gerade nicht, sondern es ist subtil, latent da. Es ist immer ein wenig in Bewegung, aber wie angeregt es wird, um dann wirklich sich ganz zu manifestieren, das hängt von den Situationen ab. So manche Wirkkräfte in uns finden jetzt gerade gar keine Möglichkeit, sich auszudrücken, weil die Situation es nicht zulässt. Die Situation ist nicht dafür geschaffen, dass sich jetzt unsere animalischen Wirkkräfte gerade zeigen könnten. Ja? Wir sind in einem Menschenkörper unterwegs und da sind so manches kommt da nicht zum Zug. Okay? Und auch unsere göttlichen Wirkkräfte, was auch immer. Ihr könnt einfach mal so mit Schubladen arbeiten und so mit Etiketten. Das sind so Gruppen von Wirkkräften. Es ist ganz klar, dass von meinen, im Moment in diesem Leben sind in diesem Körper mehr die männlichen Wirkkräfte aktiv. Meine weiblichen Anteile sind auch aktiv, aber so die ganz weiblichen Anteile, die müssen dann mal auf eine andere Chance warten. Ja? So, merkt ihr, das einfach nur, um das mal zu sagen. Ja? So, ich habe vielleicht Anteile aus ethnischen Erfahrungen aus Afrika in mir, die auch in mir wechseln. Manchmal spüre ich sie, aber dann sind sie auch wieder gleich weg, weil sie im Moment nicht so angeregt werden. Nicht so, ja, sie kriegen nicht so viel Aufmerksamkeit. Und so kann es so manches in uns haben, was in diesem Leben noch nicht abgerufen wurde, noch nicht so sich entfalten könnte. Aber der eine oder andere von uns hat Kontakt zu anderen Kulturen aufgenommen, sich dort super wohl gefühlt, fühlt sich wie einer von denen und mir, wow, da ist irgendwie unheimlich viel in mir drin, als ob ich schon immer dazugehöre. Ja? Und da merkt man, dass es mir zwar so geht, bei meinen besten Freunden oder meinen Brüdern und Schwestern geht es gar nicht so. Da sind wir anders. Und das sind so Wirkkräfte in uns, die brauchen bestimmte Situationen, damit sie sich deutlicher zeigen können. Okay? Einiges kann jetzt nicht wirken, es kommt später zur Wirkung, aber es ist latent da. Und dieses Latente darf man sich nicht vorstellen, dass es wie so etwas Abgestelltes ist, als ob das so etwas Totes ist, was auf wunderbare Weise dann plötzlich wieder zum Leben kommt, sondern nehmt doch den Beispiel von intaktem Saatgut. Wisst ihr, Samen, die später mal keimen sollen, die müssen die ganze Zeit leben. Okay? Verbranntes Saatgut bringt keine Keime mehr hervor. Samen sind auf dichtestem Raum, sind komprimiertes Leben. Und so ähnlich könnt ihr euch das vorstellen. Lasst den komprimierten Raum beiseite, aber das sind wie sich ständig erneuernde, zirkulierende Energien, die in uns auch über viele Lebenserfahrungen hinweg
vielleicht nie zur Reife kommen, aber irgendwann ist die Situation so, dass der richtige Regen fällt, die richtige Wärme da ist und der Same geht auf. So wie in der Wüste, nach 60 Jahren Trockenheit kommt der Regen und tack, und die Pflanzen sind da. Ja, so. So können wir, und das ist, warum von karmischer Saat und Speicherbewusstsein die Rede ist. Ja? Das ist, der Grund ist, dass das die besten Beispiele in der Natur sind, dass Samen ja lebendig sind und bestimmte Bedingungen brauchen, um aufzugehen. Und so ist das mit den Wirkkräften, mit vielen Wirkkräften in uns, von denen wir gar keine Ahnung haben. Also es ist nichts, was in unserem Bewusstsein uns so deutlich macht, das ist in mir aktiv, sondern vieles von dem ist unbewusst, noch nicht bewusst. Und es braucht Bedingungen, um aufzusteigen. Und da können wir mit der Meditation nachhelfen, dass mehr und mehr von dem aufsteigt. Aber es bleibt wahrscheinlich noch eine Menge übrig, was auf geeignete Bedingungen warten würde. Okay. Also diese Wirkkräfte in jedem Jetzt, das sind einfach Wirkkräfte in diesem fortlaufenden Jetzt weitergehen und dieses aus diesem Körper herausgehen, ist nur eine Fortsetzung dieses fortlaufenden Jetzt. Es ist ein relativ geringer Unterschied zu dem, was vorher war. Es ist nicht so viel anders als das, was jede Nacht im Tiefschlaf passiert oder was einigen Menschen im Koma passiert oder was uns dann später auch beim Träumen passiert. Ja? Ist gar kein so großer Unterschied. Okay, ich hoffe, ich habe euch mit diesen Erklärungen ein bisschen geholfen, ja, ein bisschen mehr Substanz in die Spekulation hineingebracht. Ihr braucht das jetzt nicht zu glauben, das ist einfach so ein Kondensat von dem, so, was ich in diesen Jahren da so gehört habe und praktiziert habe. 5 Minuten Meditation und dann ist wieder Zeit, dann machen wir Pause und dann ist nochmal Zeit für Fragen und so.
20 Minuten Pause. Um 20 nach 5 geht's weiter. Danke. Einladen. Das Ende der Pause einladen. Oder ist es jetzt der Anfang der Pause? Also, wir haben ja schon viel gedacht heute, oder? Boah. Wenn ich daran denke, was wir alles schon gedacht haben. Oh. Wie kriegen wir das jetzt entspannt hin? Jetzt noch eine Weile entspannt sein, kriegen wir das hin? Nee. Ja. So, ruhig liegen bleiben, ist gut. Mach weiter, Tanja, ist gut. Eigentlich versuche ich nur fair zu sein mit euch und euch nochmal Chance für Fragen zu geben, weil das natürlich wieder ein wichtiges Thema war. Aber eigentlich könnten wir auch fraglos einfach weitergehen. Könnten wir auch. Also, da waren 2 Fragen, die in der Pause zu mir gekommen sind. Du bist die Erste und wo ist der Harald? Der hatte die zweite. Ihr beide seid als Erste dran. Ich habe euch ermutigt und du, Ellen, du bist dann die Dritte. Ja, mal schauen. Ja. Ungünstigerweise habe ich auch noch 2 Fragen. Ich mache die schnellere mal zuerst. Und zwar, es ist ja immer so die Frage, ob man bei Wachkoma-Patienten, die so viele Jahre da liegen, nicht doch mal abschalten sollen. Ja, leben die oder sterben die? Und ist das so sinnvoll, dass die so, manche können ja auch 10, 20, 30 Jahre da in den Maschinen hängen. Ja, ne? Und jetzt fragst du mich das? Ja. Das machen ja eigentlich auch keine karmischen Erfahrungen mehr, oder? Das ist doch... Ah. Nee? Doch? Aha, na, das ist nicht gesagt. Da kann eine Menge los sein. Mag ich jetzt keine Äußerung zu machen, aber wenn es so ein endloses Wachkoma ist, natürlich, es gibt Möglichkeiten, sich da einzutunen, aber ich würde dann schon irgendwann die Maschinen abstellen. Das wäre aber, wenn meine eigenen Eltern das wären oder Angehörige, dann würde ich dafür sorgen, dass sowas schon in der Patientenverfügung drin steht. Ja? So, das würde ich praktischerweise mal dazu sagen. Gut, das ist jetzt die juristische oder organisatorische Sicht, aber die spirituelle Sicht im Sinne von, das Karma muss zu Ende gelebt werden. Ich will da keine solchen Sicht- und Glaubenssätze äußern. Das geht sowieso weiter. Du stellst ab und das Leben geht weiter. Woanders. Okay? Das ist ja, die Frage ist ja nicht so relevant. Die kommen ja nicht zurück in ein menschliches Leben. Ja? Davon gehen wir jetzt mal aus, so nach dieser Zeit. Aber hey, du, ich bin nicht so ein Fan von diesen Fragen zu absoluten Ausnahmefällen, die es zwar auch gibt, aber bin ich nicht so ein Fan, weil wir einfach so ins Spekulieren kommen. Ja? Okay, aber du hattest eine andere Frage, wo ich dich ermutigt hatte, die zu stellen. Ja, also ich habe schon des Längeren mal drum rumgerätselt. Ich habe ja ein Bewusstsein, ich habe ein Unterbewusstsein und möglicherweise noch viel mehr. Im Internet habe ich noch viel mehr gefunden, irgendwas vom Speicherbewusstsein und noch mehr. Und ich habe mich gefragt, was nehme ich denn mit davon? Das hatte mich ganz brennend interessiert, weil das Bewusstsein, also meine Erinnerung lasse ich ja wohl hier. Das ist schon mal, steht schon mal fest. Diese gröberen Formen des Wissens und der Erinnerung, das meiste überdauert nicht diese 3 Übergänge, den Körper zu verlassen, die darauffolgende Empfängnis und dann das Geborenwerden. Das sind 3 ganz starke Erfahrungen,
in denen das Allermeiste von diesen etwas oberflächlicheren Dingen im Gedächtnis ausgelöscht wird. Aber die tieferen Neigungen, die gehen mit. So deine Neigung, die Welt voller Vertrauen zu sehen oder voller Angst, ja, so, das geht weiter. Oder dich angezogen zu fühlen, interessiert zu sein in Bereichen, die du schon kultiviert hast und weniger Interesse in anderen Bereichen zu haben. So, ja, so Dinge gehen mit. Oder die Neigung mit Ärger und Wut zu reagieren, also mit Ablehnung und so. Ja, so Neigungen gehen mit. Davon kannst du ausgehen. Und gibt es auch irgendwie so ein Speicherbewusstsein oder irgendwie sowas? Nehme ich diesen ganzen Sack vom Unterbewusstsein mit? Du, guck mal, wir haben jetzt so arg versucht, die Dynamik des Geschehens darzustellen. Und tatsächlich, um diese Dynamik zu erklären, sprechen wir von 8 Arten des Bewusstseins. Das sind die 6 Sinnesbewusstsein. Das 6. ist das denkende Bewusstsein. Dann kommt noch als 7. als Unterform des Geistbewusstseins das emotional geprägte Bewusstsein. Und dann kommt dieses Speicherbewusstsein, wo so eine subtile Aktivität herrscht, die im Normalfall völlig unbewusst ist, ja, wo die wirklich subtilen Muster offenbar aktiv sind und jederzeit getriggert werden können. Und wenn diese subtilste Schicht des Bewusstseins befreit wird von all diesen Mustern, die da so dualistisch greifend aktiv sind, dann nennt man dieses selbe subtile Bewusstseinsschicht das non-duale Grundgewahrsein. Ja? Aber das ist und keines von diesem Bewusstsein ist ein Ding. Also es gibt kein Ich, was so seine Bewusstseine mitschleppt. Ich so, okay, die 5 brauche ich vielleicht nicht, aber die 3 nehme ich mit. Und so geht das nicht. Das sind Dynamiken, die gröber und feiner sind und durch dieses Nadelöhr dieser 3 Übergänge, durch diese 3 Nadelöhre, da geht nur das Subtilste mit hindurch und das Gröbere wird zurückgelassen. Ja, so kannst du dir das vorstellen. Dankeschön. Okay. Und dann kommt der Harald dran. Ja, Lama Tellmann, die Frage war, Lama Ole Nydal hatte ja die Praxis des Pova gelehrt und da habe ich dich gefragt, was denn davon zu halten ist, obwohl ich ja dachte, dass es vielleicht hier in dem Plenum nicht so angebracht ist, weil vielleicht viele das gar nicht kennen. Ja, und das habe ich dich ermutigt, die Frage zu stellen, weil Pova heißt ja Bewusstseinsübertragung, ja, zu helfen in diesem großen Übergang sozusagen am richtigen Ort zu landen. Ja, darum geht es. Und Ole war Schüler von Ajahn Rinpoche, von dem hat er das bekommen aus der Drikung-Kagyu-Linie. Und Ole hat den Amitabha Pova gelernt. Das ist aber nur eine Form von Pova, die es gibt. Es gibt viele verschiedene Formen von Bewusstseinsübertragung. Mahamudra Pova, Chö Pova, also im Sinne von Pova auf die große Mutter, ja, Yumchenmo, Machikma im Herzen von Machikma und dann wieder austreten als Vajrayogini. Es gibt den Pova des Bodhicitta, den Bodhicitta Pova, den Lojong Pova. Also es gibt so verschiedene Formen von Pova. Ole hat nur eine Form gelehrt, ja, den Amitabha Pova. Aber es ist schon mal wichtig zu wissen, dass in diesem Übergang, dass ein Geistesstrom, wir selbst können Pova praktizieren und es gibt die Möglichkeit für jemanden anders, diesen Übergang zu erleichtern.
Also wenn wir selbst mit unserem eigenen Geistesstrom Pova praktizieren, ist zum Beispiel auch so eine Erfahrung, die in mir so ein Vertrauen entwickelt hat. Ich habe zum Beispiel gelernt, im Rahmen der 6 Yogas Pova innerhalb eines Traumes zu praktizieren. Ja? Pova innerhalb eines Traumes führt dazu, dass du diesen Körper verlassen kannst und in anderen Bewusstseinsbereichen unterwegs bist. Und das ist eine starke Erfahrung, wenn man das mal so macht. Ja? Da muss man natürlich luzide träumen, um dann den Pova dort anzuwenden. Aber Pova bedeutet immer, sozusagen eine Abkürzung zu nehmen, ja, von diesem jetzigen Geisteszustand in einen anderen hinein. Jetzt geht das aber nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, sondern ich als Sterbender, nehmen wir mal jetzt den Amitabha Pova, auf den du ansprichst, ich merke, okay, meine letzten Minuten kommen. Im Idealfall bitte ich meine Angehörigen, mich nochmal aufrecht hinzusetzen, dass ich möglichst gerade sitzen kann. Und wenn der richtige Moment gekommen ist, dann können wir als Yogi, Yogini nochmal unsere Kraft im Herzen sammeln und durch die innere gerade Linie, Zentralkanal genannt, können wir vorstellen, dass unsere ganze Herzensenergie des Vertrauens und des Bodhicittas durch die Scheitelkrone hinausgeht in das Herz von Amitabha, also direkt in die Dharmakaya-Erfahrung, ja, in die erhellende Klarheit, das klare Licht. Amitabha steht dafür und ist aber auch verbunden mit einem reinen Bereich. Und wenn wir das als letzte starke Handlung ausführen, dieses Hinausbefördern des eigenen Bewusstseins, dann kann das tatsächlich so sein, dass das der Moment unseres Todes ist und wir sehr, sehr schnell diese Auflösungsphasen durchlaufen und uns als erste Erfahrung, wenn wir wieder zu Bewusstsein kommen, direkt wieder an Amitabha erinnern und direkt dann aufgrund unseres Vertrauens in diesem Bereich Devachan, das Land der Freude oder der wahren Freude, der großen Freude, eintreten können. Ja, das ist so ein Pova. Der Pova, den ich am liebsten unterrichte, das ist der Bodhicitta Pova, weil der hat nichts damit zu tun, dass wir energetisch diese Praxis ausführen, am besten sitzen, damit das auch klappt, sondern dass wir mit den immer schwächer werdenden Atemzügen in einen Bodhicitta-Atem hineingehen, wo wir uns auf der relative Aspekt ist, uns mit dem Mitgefühl der Liebe mit allen Lebewesen verbinden und auf der letztendlichen Ebene der illusorischen Natur aller Erscheinungen bewusst sind. Wir atmen ein, wir atmen aus. Und jeder Ausatmen ist schon ein Loslassen in völliger Offenheit, dann nochmal in die Gestaltung und wieder loslassen. Und wir üben uns da drin, in die letztendliche Dimension des Seins hinein loszulassen, mit der gesamten Kraft unserer Bodhisattva-Motivation. So. Und am Ende des Ausatems und auch schon während wir atmen, ist die Mahamudra-Erfahrung. Ja? Aber wir nehmen den Atem sozusagen als Stütze, weil wir atmen ja noch bis zuletzt und brauchen dafür keine energetische Meisterschaft, sondern nur die Kraft des Herzens und des Vertrauens, immer im Bodhicitta zu bleiben, mit dem Wunsch, möge was auch immer kommt, in egal welchen Situationen, möge immer das Bodhicitta in mir aktiv sein, in diesem Geistesstrom. Und das hat dann auch zur Folge, wenn wir dann so sterben, dass wir, sobald wir zu Bewusstsein kommen, direkt im Bodhicitta sind und den Weg mit dem Bodhicitta weitergehen können. Und Mahamudra Pova ist im Unterschied jetzt zu dem Amitabha Pova, der relativ kraftvoll ist und so mit einem Gefühl einer Bewusstseinsübertragung wie an einen anderen Ort so vorgenommen wird, ist Mahamudra Pova ein bisschen was anderes. Und zwar
wird die Mahamudra-Dimension nicht außerhalb visualisiert, über unserer Scheitelkrone, sondern im Mahamudra-Pova. Da lassen wir bei den, man kann den auch zu Lebzeiten praktizieren und stirbt dann auch nicht. Aber man kann die letzten Atemzüge dafür nutzen, ganz ins Gewahrsein der mittelpunktlosen Natur der Dinge zu gehen und darin schon zu Lebzeiten aufzugehen. Ja? Und in diesem offenen, non-dualen Gewahrsein tatsächlich in den Übergang zu gehen. Und das ist die beste Vorbereitung, um dann auch das klare Licht zu erfahren, also nach dem Auflösungsprozess und natürlich im Gewahrsein der illusorischen Natur der Dinge dann weiterzugehen. Das sind so 3 deutlich verschiedene Formen des Povas, die alle ihre Vorteile haben. Und wenn man jetzt Pova für jemanden anders macht, ja, also wenn jetzt jemand ist gerade gestorben oder ist an dem Moment, der Atem ist gerade versiegt, da kann man anfangen, den Pova für jemand anders zu machen, aber das Beste ist, ein klein bisschen zu warten, bis im Grunde genommen der innere Auflösungsprozess stattgefunden hat und dann mit dem wach werdenden Bewusstsein eine Verbindung herzustellen und wie innerlich zu sagen, du, hier, jetzt geht's ab, die Reise Richtung Licht, Liebe, Licht, Amitabha. Hier, komm ins Herz, wir machen das gemeinsam und dann machen wir als zurückgebliebener Mensch, machen wir den Pova für die andere Person und deren Geist wird in dem Moment, hat es leichter, sich in diese freie Bewusstheit zu öffnen. Ja, also das ist, wie man es dann für jemand anders machen kann. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn wir eine ausreichend starke Beziehung herstellen können. Also man kann nicht einfach hingehen und Pova für jemanden machen. Der Geistesstrom ist irgendwo unterwegs, der interessiert sich gar nicht für uns. Ja, also wir müssen irgendwie schon ausreichend Interesse erzeugen in diesem Geistesstrom, damit der sich mit unserer Meditation verbindet. Wenn wir diese Verbindung spüren, dann kann dieser Pova, und dann kann es dieser energetische Pova sein, der dann angebracht ist. Das ist vor allen Dingen hilfreich bei Menschen, die noch zäh am Leben hängen. Und es kann aber auch sein, dass man gar nicht diesen starken energetischen Pova braucht, sondern lieber vielleicht diesen sanften Übergangs-Mahamudra-Pova macht, vielleicht mit der Vorstellung von Amitabha, aber so ein ganz sanftes Hinübergeleiten des Geistesstroms ins Herz von Amitabha zum Beispiel. Ja, es kann auch sehr sanft sein, diese Art Pova. Das war so eine kleine Zusammenfassung. Es ist vielleicht ganz gut, dass es alle mal gehört haben, dass es das gibt. Ja? Und Delia, du willst mir was sagen, aber Ellen war vorher dran. Du hast dazu eine konkrete Frage. Also Delia kann jetzt mal ihre konkrete Frage dazu stellen, dann kommt Ellen dran. Mich würde jetzt nur noch interessieren, ob du was sagen kannst, was da gemacht wird. Manchmal wird ja darum gebeten, dass Klöster Gebete sprechen, nachdem jemand verstorben ist. Und was ist das dann eigentlich? Das wäre ja dann eigentlich, wenn da irgendwas schon mit diesem Bewusstsein passiert ist. Alles, was nach dem Tod stattfindet, damit es wirkt, braucht es, dass irgendwie die Beziehung zum verstorbenen Geistesstrom hergestellt wird. Und was wir nutzen, ist meistens der Name und das Foto der verstorbenen Person, weil sie sich jetzt noch damit identifizieren, mit ihrem Namen. Ja. Namarupa, diese Identifikation, die nutzen wir, um sie herbeizurufen, erzeugen ein Feld des Vertrauens und zeigen ihnen dann den Weg. Das ist eigentlich, was da stattfinden soll. Und jetzt Ellen, die sitzt links außen da. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht hast du es sogar schon erklärt, aber ich möchte mich einfach vergewissern. Ich konnte in dieser Meditation, diesen Schaubild wir da vorne ja sehen,
Das konnte ich eigentlich sehr gut erleben. Und dann kam mir aber irgendwann der Gedanke, ist es nicht eigentlich genauso wie im großen Übergang, dass ich aus dieser großen Dimension des Seins mich irgendwie wieder manifestiere und dann die Bedingungen für bestimmte Muster da sind und wahrscheinlich ja sogar schon also vor der Geburt schon ein Muster mitbringe, was auf dieses Leben bezogen ist. In der Summe natürlich noch welche aus früheren Zeiten. Ja, und dann kommen ja noch welche dazu im Laufe des Lebens. Und irgendwie ist dann da ein Muster dabei. Wir hatten das Thema schon mal hier kurz angesprochen mit diesen generationsübergreifenden Traumata. Und wenn ich eins dieser Muster schaffe aufzulösen, habe ich das dann eigentlich nur für mich aufgelöst oder habe ich das für diesen ganzen Geistesstrom aufgelöst? Weil mein Gedanke war immer, nehmen wir mal fiktiv an, irgendwie gibt es eine Übertragung von meiner Großmutter auf meine Mutter, auf mich und ich habe es auf meine Tochter übertragen. Und wenn ich das auflöse, löse ich das dann für die ganze Linie auf oder nur für mich? Also erstmal, was wir hier Geistesstrom nennen, das bist du, das ist dein Geistesstrom. Ja, dein Uroma, Oma, Mutter und so weiter, werden hier jetzt in dieser Art Sprachgebrauch als eigene Geistesströme, als eigene Wirkfelder betrachtet. Und aufgrund der Resonanz zwischen euch kann die Tatsache, dass du es in deinem Wirkfeld ja, so weit hast auflösen können, dass diese Wirkung ja, nicht mehr sich zusammenballen zu starken, angstvollen Erlebnissen oder Schuldgefühlen oder sonst was auch immer da die Rolle spielt. Das kann aufgrund eurer Verbindung, diese Durchlässigkeit, kann das auf die anderen wirken. Und je näher ihr miteinander verbunden seid, desto mehr kann es für die anderen Positives bewirken. Immer vorausgesetzt, dass sie nicht aufgrund anderer Prozesse völlig abgeschottet sind. Ja? Also dass sie auch ihre Durchlässigkeit gewahrt haben. Genau, Und das ist das aber hattest nicht du immer nämlich der so Fall. erklärt. Es geht es geht über die Nähe im Prinzip Ja, das ist und nicht über den großen Geistesstrom oder so. Nee, das ist so diese, weißt du, in diesen Dimensionen spielt Zeit überhaupt keine Rolle, Raum und Zeit, das ist eine andere Geschichte dann. Was es schwierig macht, ist, wenn die schon in einem anderen Körper unterwegs sind, dann wird es immer schwieriger, da noch eine positive Wirkung zu ermöglichen. Die Erklärungen dazu, die gehen so weit, dass es möglich ist, bis zu 7 Generationen zurück eine Auswirkung festzustellen. Ja, das ist ein großer Zeitraum. Ja, so, obwohl die alle schon anderswo unterwegs sind, aber dass man wie eine befreiende Wirkung über viele Generationen unserer Vorgänger noch wahrnehmen kann, dass die auch von diesen Prozessen, die bei uns stattfinden, noch berührt werden. Solche Aussagen gibt es. Kann ich nicht beurteilen, aber ich wollte nur sagen, wenn wir dann schon so über solche Dinge nachdenken, es gibt Aussagen dazu. Ist natürlich Wunschdenken, wenn wir durch unsere innere Arbeit unsere ganze Familie und Vorgeschichte, Ahnen befreien wollen, läuft leider nicht so, aber ein bisschen mehr als wir denken, können wir Gutes tun. So, da ist mehr möglich, als wir normalerweise für möglich halten. Dankeschön. Okay, ich sehe jetzt gerade Gabi hier. Ich habe den Blick jetzt nicht im ganzen Raum gehabt. Verzeiht, wenn ich vielleicht. Du hast ja gesagt, der Geistesstrom sucht sich möglichst schnell wieder eine Stabilität. Und dann habe ich an das Rad der Wiedergeburt gedacht, also die 6 Daseinsbereiche.
Und was hat das denn damit zu tun? Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich wieder als Mensch geboren werde mit diesen guten Bedingungen, die ich jetzt habe. Und ich könnte ja auch als Tier geboren werden oder im Höllenbereich oder im Halbgottbereich oder wo auch immer. Und wenn ich nicht entspannt genug bin, dann in diesem Bardo und möglichst schnell irgendwo wieder Stabilität haben möchte, suche ich mir dann irgendwas und habe überhaupt keine Möglichkeit mehr zu gucken, ja, in welchem Bereich bin ich denn jetzt gerade unterwegs? Ja, wie gesagt, ich antworte nicht aus direkter Erfahrung, sondern es heißt dann, wir haben eine verzerrte Wahrnehmung. Zum Beispiel erscheint uns, so ich zitiere, erscheint uns da diese mögliche Wiedergeburt wie ein absolut sicherer Hafen, so wie ein sicherer Palast, und tatsächlich werden wir wiedergeboren in einer Mauernische, ja, als Insekt. Aber die Wahrnehmung ist so verzerrt, dass wir nicht klar sehen, was da eigentlich läuft, weil wir sind so unter dem Druck der Umstände nicht entspannt genug, sodass wir, das ist wie beim Verliebtsein, dass wir denken, oh, das muss super sein dort, ja, und dann super und dann, ja, wo wir uns dann wiederfinden, ist nicht so sicher. Ja, so beschreiben sie das. Hey, also, aber wie gesagt, ja, es macht total Sinn, weil im Traum geschieht es uns genauso. Ja, im Traum werden angstvolle Szenarien enorm aufgebauscht, anziehende Szenarien werden enorm aufgebauscht. Ja, wir kennen diese Mechanismen. Okay? Ob es dir jetzt weiterhilft, schaut, dass wir möglichst für unsere Praxis noch Nutzen ziehen. Tobias, du hast vielleicht im Chat Fragen? Dann gehe ich mal zu dir, denn hier haben wir so ein bisschen abgegrast. Die Barbara, meine Anschlussfrage an die übers Sterbefasten war, können die Prozeduren rund um eine möglicherweise verfügte Organspende den Sterbevorgang ungünstig beeinflussen? Ja, die Organspende, Barbara, ich sehe dich, die Organspende muss ja ganz schnell stattfinden. Also das ist, der Atem hat kaum aufgehört, schon wird das Operationsteam gerufen. Genau, du machst diese Bewegungen, es sind 4, 5 Chirurgen gleichzeitig aktiv. Es wird meist nicht nur ein Organ entnommen, sondern mehrere Organe. Die Hornhaut, die Cornea kann am längsten warten, aber die anderen Organe müssen im noch lebenden Zustand entnommen werden. Und das kommt für jemanden, für eine Person, die meditieren kann, in eine sehr sensible Phase, wo dieser Auflösungsprozess durch diese verschiedenen Stufen hindurch wird eventuell gestört, aber vor allen Dingen wird das Bewusstsein, das nach etwa 20 Minuten wieder wach werden kann, das dauert nämlich gar nicht so lange, das ist vielleicht noch nicht aus der Identifikation mit diesem Körper gelöst und müsste eigentlich vorbereitet sein. Ja? Eigentlich müssten wir darauf vorbereitet sein, dass wir so wie aus der Vogelperspektive sehen, was die jetzt gerade mit unserem Körper machen. Und das Beste wäre, wir würden uns freuen dran. Wenn wir uns freuen, dass die Organe jetzt alle noch anderen dienen können, dann ist das sogar noch, diese Freude ist nochmal ein heilsamer Impuls für die weitere Reise und wir sind nicht mehr identifiziert mit dem Körper. Aber wenn das reinkommt in diese vulnerable Phase, stell dir das so vor, also das wird so beschrieben, wir sind gerade am Aufwachen und das Erste, was wir sehen, ist wie so ein Albtraum, wie unser Körper gemetzelt wird. Der nicht vorbereitete Organspender, falls das so sein sollte,
kann dort in unglaublichem Entsetzen und Ärger landen und das sind dann die starken, prägenden ersten Emotionen, die den Bardo anstoßen. Und dann ist es schwierig, da so schnell wieder frei zu werden. Das kann also dann auch mal schief gehen. Und deswegen, wenn Organspende, das was ich auch super finde, ich finde Organspende klasse, aber wir sollten uns so gründlich darauf vorbereiten, dass wir das mehrfach visualisieren, wie das ausschaut und was da auf uns zukommt und Freude dabei entwickeln. Also wirklich das gut vorbereiten, hey, ich möchte, dass mein Herz benutzt wird, dass meine Leber, dass meine Niere, das und so weiter. Heutzutage kann ja alles genutzt werden. So, also da braucht es ein richtig konstruktives Vorgehen, um Organspende wirklich in den sicheren Bereich zu rücken. Das ist so auch wieder, wir haben diese Frage mit vielen verschiedenen Meistern besprochen und so. Das ist natürlich jetzt nicht, deswegen ich kondensiere so das, was ich dazu gehört habe und das ist das praktische Vorgehen ist, dass jemand, der im Sterbeprozess wirklich meditieren möchte und diese Meditation des Tukdam, also die Meditation in der Phase, wo noch eine feinste Verbindung zu diesem Körper besteht, wenn wir da meditieren wollen, dann wäre es besser, wenn keine Organspende stattfindet. Ja, also ich für mich zum Beispiel, ich möchte das gerne, ich möchte diese Möglichkeit zur Meditation haben, aber gut, ich bin sowieso schon in einem Alter, wo Organspende nicht mehr so interessant ist, aber deswegen habe ich es für mich abgelehnt. Aber jetzt Leute, die wenig meditieren, die brauchen sich nicht diesen Sicherheitsraum einräumen zu lassen. Da könnte es auch sehr schön sein, die Organe ganz bewusst zu spenden und sich vorzubereiten. So. Okay, Tobias, was habt ihr noch? User schreibt, du sagst, Körper und Geist bedingen sich nicht. Anhand deiner Erklärungen kann ich das für den Geist nachvollziehen. Ist aber der Körper nicht gebunden an Bewusstheit? Denn nach dem Verlassen des Körpers durch den Geist zerfällt der Körper, löst sich auf. Er unterliegt demnach keinem kontinuierlichen Strom. Ja, da hat sie völlig recht. Ich habe den Namen der Person nicht verstanden. User. User heißt sie. Frau User. Das ist gut. Nein, du hattest da, vielleicht habe ich zu schnell gesprochen, tatsächlich sagen wir, der Geist erzeugt sich also ja, es ist wie das Bewusstsein, schafft sich den Körper mit seinen Sinnesorganen. Und du hast völlig recht, wenn sich das Bewusstsein aus dem Körper zurückzieht, dann gibt es nichts mehr, was den so zusammenhält. Also das wäre jetzt eigentlich das, was ich meine gesagt zu haben. Ja? Also da hast du schon recht, dass diese Bedingtheit für den Körper als Gesamtes nicht mehr gegeben ist. Da gibt es dann nichts mehr, was ihn tatsächlich zusammenhält. Okay. Das iPhone schreibt, hallo lieber Tillmann, ist es denn so, dass wenn wir es im Schlaftraum nicht schaffen, uns auf die Zuflucht auszurichten, es dann auch im Bardo des Todes nicht schaffen? Und wie ist es bei erfolgreicher Pova-Praxis in diesem Leben? Schaltet das Bewusstsein dann im Moment des Todes dann in einen Autopilot-Modus und erwacht im non-dualen Zustand Devachan? Kann dann bewusst gewählt werden, ob, wo, wie und wann man sich wieder einen menschlichen Körper verbinden möchte? Vielen herzlichen Dank. Das sind 3 Fragen mindestens. Also, mal gucken. Das erste war die Wirksamkeit des Povas, oder was war das? Das erste, Tobias, geh nochmal zurück. Ich habe es nicht gesehen. Ist es denn so, dass wenn wir es im Schlaftraum nicht schaffen, ach so, ja, die uns Zuflucht. auf die Zuflucht auszurichten? Ja, also andersrum kann ich sagen, wenn du es im Traum
immer wieder merkst, oder auch wenn Unfälle so sich ankündigen, wenn Schockzustände passieren, wenn du merkst, dass du da spontan und direkt Zuflucht nimmst, also dich innerlich ausrichtet aufs Wesentliche, aufs Erwachen, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass es dir auch im Bardo möglich sein wird. Es im Traum nicht zu schaffen, ist kein Zeichen, dass es im Bardo nicht geschehen wird, weil es ist nicht so linear. Aber je häufiger es im Traum passiert, desto sicherer kannst du sein, dass es auch im Bardo der Fall sein wird. Im Bardo ist es so, dass du sozusagen fortlaufend durch verschiedenste Erscheinungen, die auftauchen, herausgefordert wirst und irgendwann dürfte diese Reaktion auftauchen, dich an die Zuflucht zu erinnern. Das muss nicht das Erste sein. Das heißt, du hast viele Chancen, dich an deine innere Ausrichtung zu erinnern. Und jetzt die zweite Frage, dass ich sie nochmal ganz präsent habe. Und wie ist es bei erfolgreicher Pova-Praxis in diesem Leben? Schaltet das Bewusstsein dann im Moment des Todes dann in einen Autopilot-Modus und erwacht im non-dualen Zustand Devachan? Ganz sicher nicht. Das wäre zu schön. Erfolgreiche Pova-Praxis in diesem Leben bedeutet nur, dass wir hier oben dieses Zeichen bekommen an der Scheitelkrone, dass sich unser Energiekanal ein wenig geöffnet hat, dass wir tatsächlich ausreichend unsere Aufmerksamkeit nach oben lenken konnten, wo diese Verbindung zu Amitabha stattfindet. Das ist, das einmal erlebt zu haben in einem mehrtägigen Pova-Kurs, das ist eine gute Vorbereitung, aber das muss dann wachgehalten werden. Und das ist kein Autopilot, so wird es leider uns manchmal verkauft, sondern es muss wachgehalten werden und kultiviert werden. Und wenn du bis ans Lebensende dieses Vertrauen in Amitabha weiter kultivierst, dann kannst du tatsächlich auch darauf vertrauen, dass es dann anspringt im Bade und somit das Erste sein wird, an was der Geistesstrom sich ausrichtet. Aber wenn zum Beispiel nach einem Pova-Kurs, den du im Alter von 40 Jahren gemacht hast, wenn danach 40, 50 Jahre folgen, wo du das nicht weiter kultivierst, dann bitte verlass dich nicht darauf, dass da irgendeine Form von Autopilot anspringt, wenn dann der Moment kommt, dass der Geistesstrom sich aus diesem Körper löst. Ja, da wird wahrscheinlich dieser Eindruck nicht stark genug sein. Waren es doch nur diese zwei Fragen. Okay. Na, und die dritte noch. Ah ja, okay. Kann dann bewusst gewählt werden, ob, wo, wie und wann man sich wieder einen menschlichen Körper verbinden möchte? Ja, das ist so. Also erstmal ist Devachan kein non-dualer Geisteszustand, sondern es ist ein Bereich, in dem wir mit unseren dualen Subjekt-Objekt-Tendenzen, das ist gemeint, mit unserer dualistischen Wahrnehmung, immer wieder in dieses Non-Duale hineinfinden. Also es ist ein Übergangsbereich. Das ist das sehr Typische für diesen Bereich. Und in diesem Bereich, den wir Devachan nennen, ist unser Bewusstsein stabilisiert, und zwar durch den Samadhi von Amitabha. Wir sind an einem Kraftfeld, wo uns die Präsenz eines ganz stabilen Samadhis es leicht macht, auch in diesen Öffnungen zu verweilen. Obwohl unsere Muster immer wieder anspringen, sind sie dann relativ leicht zu reinigen. Und es ist wichtig, dass wir lang genug in diesem Bereich bleiben, um tatsächlich viele Muster zu reinigen. Mit der Zeit stellt sich dann die Wahrnehmung der anderen Daseinsbereiche ein. Unsere innere Vision wird weiter, wir sind nicht mehr auf uns selbst fokussiert. Und dann, wenn die Wahrnehmung der anderen Bereiche klarer wird und wir aus eigener Kraft auch stabil im offenen Gewahrsein ruhen können, dann zeichnet sich irgendwann die Möglichkeit ab, bewusst Wiedergeburt anzunehmen.
Das ist ein relativ langer Prozess. Also es sind andere Zeiträume, in denen wir da sind. Es ist nicht so flott, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. Jan schreibt, mich bewegt die Frage, ob der Bewusstseinseinstrom als linear betrachtet wird oder ob er sich neu vermischt. Die zweite Frage ist, ob Warte mal, ich habe gerade nicht mehr den Kopf, um die mehrere Fragen gleichzeitig zu behalten. Also, ob ein Bewusstseinsstrom linear ist oder sich mit anderen vermischen kann? Genau. Im Normalfall keine Vermischung mit anderen Bewusstseinsströmen. Die Ausnahme sind extrem durchlässige Bewusstseinsströme von hochverwirklichten Praktizierenden. Die können einen normalen Bewusstseinsstrom wie segnen, das nennt man die gesegneten Tulkus und so weiter. Es gibt da Möglichkeiten, tatsächlich in den Bardo-Zuständen andere Bewusstseinsströme zu segnen oder sich mit denen zu... Aber das ist nur für die ganz weit entwickelten. Okay, nächste Frage. Die zweite Frage ist, ob Handlungen eine Art energetischen Abdruck hinterlassen, die nach einer Verdichtung, in Klammer Enge, Ängste und so weiter, wieder nach Ausdehnung streben, Klammer Entspannung, Heilung. Das ist keine schlechte Darstellung, das ist eine Möglichkeit, wie wir uns das ein bisschen so vorstellen können. Verdichtung und erneutes Manifestieren in der Ausdehnung wäre ein Konzept, was man als Beschreibung, so energetische Verdichtung und energetische Ausweitung könnten wir so benutzen. Mhm. Und ob es eine Frage der Resonanz ist, welche Begebenheit mir in diesem Leben begegnen und zu welchen Entspannungen ich beitragen kann. Ganz herzliche Grüße, Jan. Ja, ob es eine Frage der Resonanz ist. Also womit wir in Resonanz gehen, trägt unglaublich dazu bei, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht. Aufmerksamkeit, die latent offen ist, dann von einem Phänomen wie, wo wir mitschwingen, wo etwas in uns auslöst, dann kriegt dieser Bereich unseres Erlebens größere Aufmerksamkeit und das hat extrem starke Auswirkungen, wie unser Lebensweg sich entfaltet. Jetzt ist es aber nicht so, dass uns etwas erspart bleibt, weil wir nicht in Resonanz sind, sondern wo wir nicht in Resonanz gehen, diese Bereiche unseres Lebens, die können uns so auf den Kopf fallen, dass wir irgendwann, weil sie uns ständig wieder auf die Füße oder auf den Kopf fallen, dann hoffentlich uns ein bisschen öffnen und in stärkere Resonanz gehen. Ja, also es ist nicht so, dass sich die Lebenswege einfach aufgrund unserer Resonanz entfalten, sondern sie entfalten sich auch dadurch, durch den Mangel an Resonanz und da ecken wir dann überall an, weil wir nicht mitschwingen. Die Situationen werden extrem schmerzhaft und kompliziert und okay, also das ist der andere Aspekt. Jetzt sind wir über die Zeit. Du hast einen Blick, gibt es da jetzt etwas, was noch angesprochen werden sollte? Okay. Der Wolfgang schreibt, mal was Wichtiges, Persönliches von mir, bitte kurz beantworten. Kann derzeit leider nicht vor Ort sein in Titisee. Nach einer depressiven Episode im Sommer 2023 konnte ich mich zunächst noch, unterstützt durch die Einnahme der Kombination zweier Antidepressiva, psychisch einigermaßen stabilisieren. Aber in letzter Zeit, schon etliche Wochen lang, generiere ich ohne bewusste Absicht ein oszillierendes Muster der folgenden Art. An einem Tag bin ich besessen von manisch-euphorischer Online-Aktivitäten bei subjektivem Hochgefühl. Dazu gehört bestenfalls auch die Verbreitung von Videoauftritten Lama Tillmann Lündrups auf LinkedIn. Am Folgetag ein andauernder Zustand von Antriebslosigkeit, Gefühle von Sinnlosigkeit und Beliebigkeit. Auch Ängste können aufkommen, sowie generell depressive Verstimmungen. Eine kontinuierliche Praxis, weder mit buddhistischen noch mit Osho-Meditationen, habe ich noch nicht entwickelt.
Kannst du mir bitte Hinweise oder Ratschläge zur inneren Ausrichtung geben, damit ich aus diesem manisch-depressiven Oszillieren von einem Tag zum nächsten herauskomme? Mensch, Wolfgang, ich sehe dich ja, ne? Und ich bin sehr berührt jetzt gerade, dass du das so in dieser offenen Weise jetzt hier ansprichst. Du, ich kann dir jetzt nicht so konkrete Hinweise geben. Ich würde dir sagen, wenn du bei uns wärst im Grünen Baum, ich würde dir Internetverbot geben, weißt du? Ich würde dich in die Natur schicken. Ich würde dir sagen, lauf jeden Tag bis zum Schluchsee und wieder zurück, aber geh auch baden im Schluchsee und setz dich zwischendurch irgendwo auf den Felsen und meditiere ein bisschen oder lehn dich an einen Baum. Das wäre so mein Angebot an dich. Du lass die Finger davon, das ist so heikel. Die Muster, die ich dahinter vermute, die will ich jetzt nicht öffentlich ansprechen, aber ich würde dich auf jeden Fall aus dieser Gefahrenzone erstmal rausholen, weil es hat, dass du am nächsten Tag so diese depressiven Phasen, das ist etwas, was du durch den Tag vorher in der manischen Aktivität, was du wie triggerst und auslöst. Das sind immer so Rebound-Effekte und dann versuchst du wieder Stehaufmännchen zu spielen und dann geht's wieder und ich würde versuchen, dich da rauszuholen. Wie weit du das jetzt zu Hause umsetzen kannst und so, das weiß ich nicht, aber hey, überleg mal, ob etwas von dem, was ich jetzt so spontan sage, ob etwas für dich irgendwie hilfreich sein könnte. Ich gucke jetzt immer da unten hin, verzeih, du bist jetzt hier unten auf dem Bildschirm so, ne? Also schau mal, was du davon anwenden kannst. Wir machen hier Schluss. Sunam de yin tam jen sing panin tam nen pen janam pam jen kenga na chim palam tum pai si ben so len do wan jo wa shon cham pem pa wun chi ta kem pa Kunto sampo de yang de shinten, den da kunjin jesun da lom ching, gewan den da tam je dam tung o sang ye kusom nem pen jen lam dang, chene min ju dem ben jen lam dang, gendun min je dem ben jen lam ji, jitag o waman lam dum pa ju. Also einen schönen Abend, ruht euch aus. Ich glaube, es ist ziemlich geschickt, nicht viel über diese Dinge zu diskutieren. Ich glaube, da könnt ihr euch jetzt einfach mal so einen ganz offenen Abend gönnen und nicht weiter darüber nachdenken und hirnen und so. Da war jetzt so viel Stoff in diesem Tag, ja. Mir raucht ja schon der Kopf. Ja? Also, ja, lasst es durchrauschen und genießt das Wasser, genießt das Essen, genießt die Gemeinschaft oder die Ruhe. Ja? Okay, gut.